Willkommen, liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher. Ich bin Sophie Hellinger und ich möchte Sie hiermit einladen zu dieser weiteren Folge Zeit der Veränderung. Heute möchte ich etwas sagen, wie im Leben die Liebe und der wahre Erfolg gelingt. Dazu stellt sich zu Beginn gleich die berechtigte Frage: Was ist zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ich möchte gerne, basierend auf meine jahrzehntelangen Erfahrungen in der Lebenshilfe, eine Hilfestellung geben für jeden, der daran interessiert ist. Herzlich willkommen. Im Lichte des derzeit immer noch beherrschenden Themas Coronavirus ist das gar nicht so einfach für jeden von uns. Doch die Frage ist der Virus tatsächlich die große Gefahr? Sind all die jetzigen Reaktionen auf diese vermeintliche oder tatsächliche Bedrohung wirklich angemessen? Aus heutiger Sicht kann niemand wirklich darauf eine seriöse Antwort geben. Die Frage ist dennoch offen: Was bleibt zu tun, wenn wir im Schatten dieser Pandemie uns auf den Weg zu mehr Liebe und mehr Erfolg machen möchten? Als erstes wäre es sinnvoll, dafür eine Bestandsaufnahme zu machen. Zweitens, eine Positionsbestimmung, wo wir uns jetzt befinden und wie es uns geht. Dazu ist es nicht nur wichtig, sondern auch sinnvoll, die Strukturen einer Krise näher anzusehen und sie zu durchleuchten. Jede freiwillige oder erzwungene Verhaltensänderung durchläuft diese Schritte. Sie folgt also ganz bestimmten vorgegebenen Gesetzen. Also die Krise folgt Gesetzen? Ja, natürlich. Und der Auslöser für eine Krise kann ein völlig unerwartetes und unerhofftes Ereignis sein, das plötzlich aus heiterem Himmel auftaucht. Zum Beispiel, wir bekommen eine ungünstige Diagnose, die uns jede Hoffnung beraubt. Oder wir verlieren einen geliebten Menschen. Oder uns liebgewordene Sachwerte sind einfach aus unserem Blickfeld verschwunden. Oder wir können andere, weitere schlechte Nachrichten erfahren, die uns aus der Spur werfen. Wie zum Beispiel jetzt die Nachricht vom Virus, der uns alle heimsuchen kann oder auch viele bereits heimgesucht hat. Und somit treten wir unmittelbar in die erste Phase einer Krise, die zu bewältigen ist, ein. Wir geraten in einen Schockzustand. Wir fühlen uns förmlich gelähmt. Wir können gar nicht mehr klar denken. Doch nach einiger Zeit führt uns diese Krise in die zweite Phase. Das heißt, wir arrangieren uns mit der augenblicklichen Situation, sei es aus eigener Einsicht oder aus der Angst. Wir richten uns sozusagen in einem neuen Zimmer ein und machen es uns so gemütlich wie nur möglich. Doch tief drinnen in uns wissen wir aber, dass dieses nur ein Zimmer auf Zeit ist und auf Zeit sein kann. Weil sich, je mehr wir die Situation übersehen und je mehr
Informationen wir bekommen, sich auch unser Denken verändert. So erreicht jeder von uns früher oder später die Phase 3. Was ist die Phase 3? Der Widerstand und der Zorn auf das, was gerade abläuft, keimt in uns auf. Und wir erkennen darin Widersprüche in all den Informationen, die wir bekommen, und unseren eigenen Erfahrungen möchten wir doch mehr trauen, oder? Wir werden äußerst misstrauisch und beginnen aktiv und gezielt nach alternativen Informationsquellen zu suchen. Und an denen fehlt es auch nicht. Wir finden mehr als genug. Somit gehen wir fließend in die 4. Phase über. Und das heißt, dass der innere Widerstand mehr und mehr in uns zu wachsen beginnt. Weil wir nicht mehr bereit sind, all diese Vorgaben kritiklos hinzunehmen und alle Anweisungen umzusetzen. Wir nehmen die Zusammenhänge jetzt anders wahr und unser Wissen und unsere Meinung können wir mehr wertschätzen und denen geben wir auch mehr Gewicht. Und früher oder später führt uns dieser eigentlich innere, aber im Äußeren geführte Kampf zu der 5. Phase. Das Licht geht wieder auf. Die Stufe des neuen Morgens nenne ich sie. Die empfundene Ohnmacht weicht zurück. Die innere Kraft und die Hoffnung gewinnen an Stärke. Diese Stärke verdrängt die negativen und hemmenden Gefühle in uns. Wir begeben uns auf die Suche nach Auswegen im guten Sinne. Und so entwickeln wir neue und gute Ideen. Die dunkle Nacht weicht dem Licht. Wir werden wieder handlungsfähig, zuversichtlich und tatkräftig. Wir arbeiten an der Verbesserung unserer Lebensumstände. Neue Ideen kommen, wir können uns was Neues vorstellen. Wir sind nicht mehr gefangen in uns. Und damit wären wir eigentlich am Ende dieser Videoserie. Doch weil viele Personen die 4. oder die 5. Phase niemals erreichen und sie bleiben im ewigen Zorn in der Phase 3 stecken, deshalb möchte ich hier einen neuen Beitrag leisten. Es ist nicht nötig, sich dauerhaft in der 2. und 3. Phase sich zu arrangieren und darin stecken zu bleiben. Und diese Einschränkungen, die meist von anderen uns auferlegt worden sind oder werden, weiterhin hinzunehmen. Wir können uns dem stellen, wir können genauer hinschauen und hinhören. Wenn wir nicht in der Lage sind, uns der 4. und 5. Phase zu stellen, dann verhalten wir uns wie ein Opfer. Und das haben viele von uns schon sehr oft im früheren Leben erlebt. Kannst du dich erinnern, wann und wie oft du dich in der letzten Zeit als Opfer gefühlt hast, wo du es als Ungerechtigkeit empfunden hast und doch nichts daran ändern konntest? Du weißt es, dass es ein äußerst unangenehmer Zustand ist, hilflos und kraftlos zu sein. Und wer diesen Zustand schon mehrere Male im Leben erlebt hat, der weiß ganz genau, dieses Gefühl kenne ich. Die Frage ist, wie geht es dir in
dieser jetzigen Situation? Traust du den Nachrichten noch? Oder fühlst du dich den Autoritäten völlig arglos ausgesetzt, weil du der Meinung bist, dass sie so und so nur unser Bestes wollen? Genauso, wie wir es von unseren Eltern auch annehmen müssen. Jedoch haben sich in unserer Vergangenheit bereits vorgenannte Situationen zugetragen. Zum Beispiel, wir wurden durch eine Erkrankung von unserer Mutter von ihr getrennt oder unsere Eltern haben sich scheiden lassen und das war äußerst schmerzhaft für uns. Noch schlimmer vielleicht sogar, einer unserer Elternteile ist verstorben. Dass das zu einem Schockzustand bei einem Kind führt, ist nicht verwunderlich. Und dass dieser Schockzustand auch noch bis heute wirkt, ist auch nichts Neues. Viele von uns sind da stehen und stecken geblieben. Und genau aus diesen vorgenannten Gründen können wir uns nicht den Phasen 4 und 5 stellen. Sie sind zu schmerzhaft. Sondern wir bleiben lieber erschrocken dort stehen und fühlen uns weiterhin als Opfer. Aber die Konsequenz daraus ist, dass wir nie erwachsen geworden sind. In unserem Innersten lebt und leibt das verletzte Kind immer noch und es steht immer noch dort, wo es damals stehen geblieben ist. Menschen, Personen, Kinder, die diese Traumata erlebt haben, können nicht anders als an diesem Punkt stehen bleiben. Sie können nicht nach vorne gehen. Sie sind gelähmt. Und somit gehen sie wieder zum Ausgangspunkt zurück und kehren wieder in die Phase 1 ein und beginnen von dort den Kreislauf aufs Neue. Und so drehen sie sich ewig im Kreis. Sie fühlen sich als Opfer der Umstände und bleiben deshalb handlungsunfähig und schwach und ängstlich. Um das wahre Glück, vielleicht Jahrzehnte später, dennoch zu finden und den möglichen Erfolg zu erreichen, ist es unbedingt nötig, an den Ausgangspunkt des traumatischen Geschehens zurückzukehren. Speziell im Familienstellen konnte ich das immer und immer wieder aufs Neue beobachten, welche Auswirkungen solche Ereignisse in der Kindheit auf das spätere Leben haben. Bert Hellinger hat sich wirklich jahrzehntelang diesem Phänomen gestellt, warum ist der eine Mensch stark und der andere schwach. Er fühlt sich schwach, er fühlt sich als ein Opfer, obwohl er die gleichen Voraussetzungen für das Leben hatte wie seine Geschwister. Und dennoch gab es einen Riesenunterschied in dir und im späteren Leben. Bert Hellinger bezeichnete diesen Vorgang des Stehenbleibens, des erlebten Trauma, eine unterbrochene Hinbewegung ist nicht ans Ziel gekommen. Diese Hinbewegung, zu wem wurde sie unterbrochen? Zu unserer Mutter. Wir waren als kleines Kind und konnten vielleicht nicht zu ihr, wenn sie im Krankenhaus war oder wenn sie überhaupt nicht mehr da war. Aber dennoch habe ich eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Diese unterbrochene Hinbewegung kann man auch 50 Jahre später noch nachholen. Besser gesagt, wir können sie ans Ziel führen. Am einfachsten natürlich in einer Familienaufstellung. Diese Erkenntnis ist so enorm und so groß und wir können sie jedem zuteil werden lassen, wer bereit ist, in einer Familienaufstellung teilzunehmen, vielleicht als Zuschauer, vielleicht sogar selbst aktiv. Auf alle Fälle die unterbrochene Hinbewegung, die in einer Familienaufstellung durchgeführt wird, ist äußerst
effektiv, aber sie kann natürlich auch schmerzhaft sein. Wunden, die heilen, sind immer schmerzhaft. Und was ist jetzt zu tun? Was ist deine Aufgabe? Der erste Schritt ist zu erkennen, ob du dich selbst als ein Opfer der Umstände siehst und in verschiedenen Lebenssituationen du dich heute noch gelähmt und ängstlich fühlst. Anstatt zu antworten, schweigst du. Anstatt nach vorne zu gehen, bleibst du stehen. Wenn du diese vorgenannten Fragen bejahen kannst, dann ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass du in deiner Kindheit eines oder sogar mehrere Traumata erlebt hast. Ich möchte dich hier und heute einladen, für dich zu erforschen, ob es in deinem Leben ein oder mehrere Traumata gegeben hat. Denn wenn du das weißt, dann kannst du auch neue Wege gehen und erforschen, dass es für dich eine andere Zukunft gibt, nämlich die des wahren Glücks und des Erfolgs. Ich beschreibe hier die Meditation und später kannst du sie dann in Ruhe oder vielleicht gleich anschließend hier für dich erproben, erforschen und durchführen. Wenn du deine Augen geschlossen hast, dann stellst du dir vor, wie deine Mutter leibhaftig vor dir steht. Mach dir keine Sorgen, auch wenn sie schon tot ist, es spielt keine Rolle. In dem Augenblick, wenn du an sie denkst, ist sie sofort energetisch vor dir. Und sie fühlt sich auch angesprochen, weil Mutter und Kind immer energetisch verbunden sind und verbunden bleiben, ganz gleichgültig, wie weit sie voneinander entfernt sind. Wenn du deine Augen geschlossen hast, dann stell dir vor, sie steht vor dir und du schaust auf ihre Schuhspitzen. Du weißt es genau, welche Schuhe sie getragen hat. Waren es geschlossene oder waren es Sandalen, sodass du auf ihre Füße schaust, die Farbe erkennst, du weißt, wie ihr Fuß steht und ganz langsam, ganz langsam wanderst du dann an ihren Beinen hoch, an ihrem Körper empor, bis du ihr Auge in Auge gegenüberstehst. Du kennst ihren Blick, ihre Augenfarbe, die kleinste Falte in ihrem Gesicht. Schau sie an und fühle, welches Gefühl steigt in dir hoch. Prüfe, wie ist dein Mund, deine Mundwinkel. Sind die Lippen sanft aufeinander gelegt oder sind sie ganz fest zusammengepresst? Kannst du sie anlächeln? Und wie schaut sie zu dir zurück? Schau sie einfach an. Kannst du dich einen kleinen Schritt auf sie zubewegen? Was fühlst du in dir? Und wenn du dann einfach so sitzen bleibst, was du in dir fühlst, dem einfach mehr Raum gibst. Es kann 5 Minuten sein, 10 Minuten, 20 Minuten. Auf alle Fälle beginne, dass du sie vor dir stehen siehst, bei den Füßen nach oben mit deinem Blick wanderst, solange bis du Auge in Auge gegenüber stehst. Und
wenn du ihre Augen siehst. Prüfe dein Gesicht. Ist es lächelnd oder ist es ernst oder sogar böse? Und dann bleibst du einfach so sitzen und prüfst nach einiger Zeit, ob du einen kleinen Schritt zu ihr näher gehen kannst oder ob du lieber stehen bleiben möchtest. Du wirst es nicht glauben, welche große Wirkung diese kleine Meditation für dich bringen kann. Es wird nichts mehr wie vorher sein, wenn du dich wirklich darauf einlässt. Es kann dir auch nichts geschehen dabei. Probier es einfach aus. Vielleicht noch ein zweites, ein drittes Mal. Nicht jeder muss eine Familienaufstellung machen, wenn die Hinbewegung vielleicht nicht so heftig war, die unterbrochen wurden. Und wenn dir jetzt dieser Beitrag von mir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei sein willst und dabei bist, um einen weiteren Schritt in die Richtung des wahren Glücks und des Erfolgs zu machen.